Es ist das ewige, schmerzhafte Paradoxon des türkischen Fußballs. Wir sind die Riesentöter und gleichzeitig der größte Witz für jeden Außenseiter. Seit Jahrzehnten verfällt diese Nation in dasselbe Muster. Arroganz vor den Kleinen und ein reflexartiger Trainer-Rauswurf nach jedem Scheitern. Doch dieses Mal ist es anders. Dieses Mal müssen wir die Wahrheit aussprechen, die wehtut. Erinnert ihr euch an 2003? Als stolzer WM-Dritter scheiterten wir an Lettland, einem der schwächsten Gegner der Playoff-Geschichte. 2005 stolperten wir gegen Albanien und verpassten die WM in Deutschland. Und 2007? Ein glanzvolles 4:1 gegen Griechenland, gefolgt von einem erbärmlichen 1:1 gegen Moldau. Es ist kein taktisches Problem, es ist ein psychologisches Defizit. Eine gefährliche Arroganz, die uns immer wieder das Genick bricht. 2005, 2007, 2010, immer wieder das gleiche Bild. Fatih Terim, 4-malige Rückkehr, 4-maliges Scheitern. Jedes Mal neue Hoffnung, jedes Mal die gleiche Enttäuschung gegen vermeintlich schwächere Gegner. Gegen Moldau, gegen Albanien, gegen Lettland. Die Mannschaft kann nie zusammenwachsen, weil nach jedem Misserfolg der Trainer gehen muss. Und jetzt sitzen diese Legenden in den TV-Studios und fordern Montellas Kopf? Ich frage euch, habt ihr aus eurer eigenen Überheblichkeit denn gar nichts gelernt? Sollen Bisim Çocuklar genau die gleichen Fehler machen wie ihr damals gegen Lettland oder Moldau? Ihr schreit nach Veränderung, aber ihr seid Teil des Systems, das Kontinuität seit 20 Jahren verhindert. Bei der WM 2026 sahen wir den absoluten Tiefpunkt dieses Musters. Zuerst das Versagen gegen Australien, dann die Schande gegen Paraguay, eine ganze Halbzeit in Überzahl nach dem Platzverweis von Almiron und wir schießen kein einziges Tor. 65 Schüsse gaben wir in den ersten beiden Spielen ab, ohne zu treffen. Erst als alles vorbei war, im bedeutungslosen letzten Spiel, schlagen wir den Gastgeber USA mit 3:2. Charakter? Ja, aber zu spät. Und dann ist da Meri Demiral. Ein Spieler, der sich vor der WM lieber in Podcasts inszeniert und seinen Halbmond-Schnurrbart pflegt, als seine Abwehr zu organisieren. Wer Politik, Skandale und Selbstdarstellung über den sportlichen Fokus stellt, schadet diesem Team. Meri, hättest du dich mal besser mit deiner Verteidigung beschäftigt als mit deinem Image? Wer für die Flagge spielt, muss auf dem Platz liefern, nicht im Podcaststudio. Doch die Verantwortung liegt nicht nur auf dem Rasen. Wer schickt eine Mannschaft bei 43 Grad Hitze zur Vorbereitung in die Wüste von Arizona? Während andere Nationen regenerierten, wurden unsere Jungs platt wie Fladenbrot, tausende Kilometer weit hin und her geflogen. Herr Sportminister, Herr Verbandspräsident, ein Funktionär soll funktionieren, nicht die WM für Eigenwerbung nutzen. Ihr habt die Logistik ruiniert, während ihr euch im Rampenlicht sonntet. Trotz allem, diese junge Generation, Arda, Kenan, Can Uzun, sie ist das Beste, was wir seit Jahrzehnten haben. Montella hat Fehler gemacht, aber er hat das Talent aufgestellt. Wir müssen den Teufelskreis der Entlassungen brechen. Gebt ihnen Kontinuität, gebt ihnen Demut. Hört auf mit der Arroganz und fangt an zu arbeiten. Bisim Çocuklar verdienen unsere Geduld, nicht unseren Zorn.